Welcome Home Elvis, die Frank Sinatra Timex Show. Jetzt eine Neuveröffentlichung vom Memphis Recording Service, gemeinsam mit Follow That Dream, 2 EPs mit CD, ein Double Feature heute, exklusiv mein Review vor dem Erscheinungstermin. Viel Spaß, gleich nach dem Intro geht's los. For here in person comes the singing sensation of the greatest new star of... Yes, here comes Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Vinyl Veritas Elvis. Heute mit dem neuesten, brandneuen Double Feature vom Memphis Recording Service mit Welcome Home Elvis und Follow That Dream, und wir beginnen mit Welcome Home Elvis. Ja, ein bisschen was zum Hintergrund der Show. Elvis kam ja im März 1960 aus der Armee zurück. Er war in Deutschland stationiert, kehrte zurück in die USA, und die erste Aufnahmesession wurde bereits für ihn gebucht. Vom 20. bis 21. März, das war ein Sonntag und ein Montag, ging Elvis ins Studio und nahm Songs auf wie Make Me Know It, Stuck on You, Fame and Fortune und so weiter und so weiter. Dann musste er die Aufnahmesession aber bereits schon wieder unterbrechen, denn Frank Sinatra hat ihn eingeladen. Am 26. März ging es dann nach Miami Beach in das Fontainebleau Hotel. Dort hatte Frank Sinatra seine Show, die von der Uhrenfirma Timex gesponsert wurde. Übrigens, das hier ist keine Timex-Uhr, ist eine Rolex. Nur mal nebenbei, will nicht angeben damit, ganz im Gegenteil, nein. Gesponsert von der Firma Timex war die Show, und die Ausgabe, die am 26. März gedreht wurde, war ein Special mit Special Guest Star Elvis Presley, und entsprechend trug sie auch einen besonderen Namen. Sie hieß Welcome Home Elvis. Ja, und Elvis reiste also nach Miami Beach, musste seine Aufnahmesession unterbrechen, die er dann am 3. und 4. April 1960 in Nashville wieder fortsetzte. Ja, als Elvis dort ankam, war er nicht der einzige Stargast. Es war noch Sammy Davis Jr. mit dabei, es war Joey Bishop mit dabei und es war Nancy Sinatra mit dabei. Ja, und Elvis kam mit seiner damaligen Band, die er auch im Studio hatte, dorthin. Man unterbrach sozusagen einfach nur die Aufnahmesessions und flog nach Miami, um dort in die Welcome Home Elvis Show zu gehen, die dann im Mai, also 2 Monate später, tatsächlich erst in den USA ausgestrahlt wurde. Und Elvis stellte in dieser Show seine brandneue Single vor mit Stuck on You und Fame and Fortune. Des Weiteren hörte man ihn noch kurz beim Intro, und es kam zu einem legendären Duett zwischen den beiden Showgiganten der damaligen Zeit, Frank Sinatra und Elvis Presley, die gemeinsam 2 Lieder im Medley sangen, und zwar je ein Lied von Elvis, das Frank Sinatra übernahm, und einen Song von Frank Sinatra, den Elvis übernahm. So kam es also, dass Frank Sinatra den Elvis-Song Love Me Tender sang und Elvis sang Frank Sinatras Witchcraft. Und dieses Duett, man konnte das zur damaligen Zeit nicht toppen, 2 derartige Superstars in einem gemeinsamen Medley, sodass man am Schluss sogar nochmal eine Reprise machte, den Schluss von Love Me Tender, den beide zweistimmig sangen, der kam dann nochmal gemeinsam als Reprise. Ja. Bevor wir nun auf die einzelnen Titel und vor allem auf die Soundqualität eingehen, hier mal ein kleines Unboxing. Ich zeige euch mal jetzt, wie die EP tatsächlich aufgebaut ist und was wir vom Memphis Recording Service bekommen. So, dann wenden wir uns mal der EP zu. Ich werde sie mal aufklappen. Wir sehen innen drinnen schöne Bilder aus der Show. Und hier oben haben wir die CD. Das ist die CD-Rückseite. Hier sehen wir die CD. Und hier haben wir noch die Rückseite mit einem schönen Bild und mit der Titelauflistung
Und es ist auch noch der Vermerk mit drauf, All Tracks Remastered from Recently Discovered Acetate. So, dann werde ich mal die EP aus der Hülle nehmen. Hier sehen wir Seite A mit Fame and Fortune und Stuck on You. Und hier sehen wir die Seite B mit der Introduction, dem Medley Witchcraft Love Me Tender und nochmal der Reprise, dem Schluss von Love Me Tender mit diesem Sure It Does Buddy. Dazu gab es übrigens interessanterweise keine Schutzhülle, anders als bei Follow That Dream. Warum auch immer, aber natürlich habe ich sowas auch zu Hause. Ja, kommen wir nun zu den Stücken, die drauf sind und vor allem zu der Aufnahmequalität. Ich kann mal eines vorwegnehmen, liebe Freunde, ihr habt diese Show, die Aufnahme dieser Show, die es ja schon vorher gab, wurde ja bereits veröffentlicht, in dieser Qualität tatsächlich noch nie gehört. Das möchte ich mal so deutlich sagen. Wir haben es hier wirklich mit einem exzellenten Remastering zu tun. Dieses Acetat, ich weiß es nicht, wo man das gefunden hat. Normalerweise ist ein Acetat ja etwas, das eigentlich eine schlechtere Tonqualität hat. Es ist eine Art Rolling, keine fertige Schallplatte. So gesehen ist der Sound von Acetaten meistens eher knisternd und schlecht. Wie auch immer, was man mit dem Computer damit gezaubert hat, ich weiß es nicht. Fakt ist, es ist eine grandiose Qualität geworden. In dieser Qualität haben wir diese Stücke tatsächlich noch nie gehört. Und wir steigen jetzt mal ein und hier kommen jetzt mal ein paar kurze Häppchen für euch, Soundbeispiele aus dieser EP. Und wir beginnen mit Fame and Fortune. Und wir machen gleich weiter mit einem Ausschnitt aus Stuck on You. Vielleicht ist euch was aufgefallen, liebe Freunde, zur Soundqualität. Und das ist das, was mich an dieser Version eigentlich besonders begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben es hier tatsächlich mit einem gut hörbaren Bass zu tun, was wir vorher so gar nicht hatten. Ja, der Bass, das war alles immer sehr verschwommen. Man hört die einzelnen Instrumente sehr genau, man hört sie sehr gut. Ja, ich bin absolut begeistert von der Qualität. Gehen wir mal auf die Seite 2. Dort haben wir nämlich einen gesprochenen Teil und den möchte ich euch auch mal kurz zeigen, damit ihr auch mal hört. Die gesprochenen Passagen kommen auch entsprechend sauber und ordentlich remastert rüber. Ein kurzer Ausschnitt. I like to do one of your songs. All right. I mean, you know, with you. Fine, fine. You know, I was wondering, as a matter of fact, while you were singing Elvis, I thought to myself, I wonder what would have happened if I had recorded Love Me Tender instead of you. I wonder if it made any difference. I think it would about 2 million records less. Ja, auch hier alles kristallklar, gut verständlich. Jetzt zum Abschluss gehen wir noch in das Duett hinein und ich habe jetzt mal den Anfang rausgesucht und dann die Reprise am Schluss nochmal mit diesen legendären Worten von Frank Sinatra, Sure It Does Buddy, aber ganz sicher Kumpel auf Deutsch. Ja, und das hören wir uns jetzt mal an, damit ihr auch hier mal einen Eindruck bekommt. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Those fingers in my hair. It's like come hither stare. That strips my conscience bare. It's witchcraft. For my darling, I love you. It's pretty all time, Frank. Sure does, buddy. And I always will. Ja, soweit die EP. Die CD hat im Prinzip den gleichen Inhalt. Wir finden dort aber noch
die Eingangssequenz mit drauf, wo auch Elvis kurz mit singt, It's nice to go traveling. Das ist also auf der CD zu hören, sodass wir jetzt, und das wäre jetzt mein Fazit, sodass wir mit dieser EP tatsächlich ein hervorragendes Paket bekommen. Erstens mal klein, handlich. Es ist das Wesentliche drauf. Geschickt gemacht. Man spricht sowohl die Fans und Sammler aus der analogen Welt, Vinyl, wie auch aus der digitalen Welt, CD, gut an. Man hat das Wesentliche, was man aus dieser Show braucht. Das ist das Entscheidende. Es gibt ja auch die Show in vollständiger Länge mittlerweile. Wer das möchte, kann die sich natürlich gerne auch kaufen, aber für mich und ich denke für die meisten von euch hat man hier wirklich diese Show in noch nie dagewesener, sehr guter Klangqualität mit allen wesentlichen Teilen, die unseren Elvis Presley betreffen. So gesehen ein tolles Produkt vom Memphis Recording Service und ich kann euch nur empfehlen, kauft euch diese Platte, auch wenn ich jetzt immer wieder dazu sagen muss, ich mache keine Werbung, ich werde nicht dafür bezahlt, ich habe diese EP genauso wie ihr bestellt, ich habe sie lediglich ein bisschen früher bekommen, danke an Michael Born wieder vom TCB Shop, damit ich euch den Review liefern kann, bevor die Platte erscheint und euch so ein bisschen den Mund wässrig machen kann. Also wer diese Show in bestmöglicher Qualität sucht, der sollte jetzt tatsächlich zugreifen. I've gotta follow that dream wherever that dream may lead. I gotta follow that dream. Ja, kommen wir nun zu der zweiten Veröffentlichung vom Memphis Recording Service und zwar zu Follow That Dream. Ja, Follow That Dream, die Songs gab es ja auch alle schon. Jetzt werdet ihr sagen, ja, wozu brauche ich das denn? Ganz einfach, es gab sie noch nicht in Living Stereo. Das ist neu. Und bevor wir auch hier mal reinhören, packen wir die EP erstmal aus und ich zeige euch, wie sie aussieht und was drin ist. So, hier haben wir die EP. Ich klappe sie mal auf. Wir sehen innen drinnen ein schönes Bild, dem Kinoplakat nachempfunden, ein Bild von Elvis. Und ich werde die CD mal rausnehmen. Hier haben wir die CD, auch wieder mit einem Kinoplakat ähnlichen Bild. Hier haben wir die Rückseite mit der Songauflistung. Und das hier ist die eigentliche CD. Hier haben wir die EP, Seite A und Seite B. Die war übrigens bereits in einer Hülle eingepackt. Ich musste also hier nicht nachlegen. Ja, die 6 Songs für den Film Follow That Dream wurden alle am 2. Juli 1961 aufgenommen. Und wie gesagt, die Stereo Master waren verloren gegangen, sagte man zumindest. Jetzt sind sie scheinbar aufgetaucht oder man hat einen Stereo Remix gemacht, möglicherweise auch mit Hilfe von moderner Computertechnik. Ich weiß es nicht. Steht auf der Platte nichts dazu drauf. Fakt ist jedenfalls, wir hören die Songs jetzt in einem exzellenten Stereo und in einer guten Qualität. Wir hören mal in die einzelnen Songs rein. Ich mache das mal so im Schnelldurchlauf, dann habt ihr sie alle am Stück und habt einen guten Klangvergleich. I've gotta follow that dream wherever that dream may lead. I gotta follow that dream. So I say, you know what? She says what? I say what? Oh, I'm not the marrying kind. Some folks like to be the boss. They get up on their high horse. What a wonderful life, this life I'm living. What a wonderful life, living a life of ease. Angel, with those angel eyes, come and take this earth, boy. Was mir als Fazit zur Soundqualität
auffällt, ist folgendes. Die Soundqualität ist exzellent, keine Frage, aber mir fällt auf, man hört doch sehr deutlich, dass es eine digitale Quelle ist. Das fällt mehr auf als bei der Welcome Home Elvis. Ich gehe mal davon aus, dass beides digitale Quellen sind. Dennoch hört man manchmal, wenn es von einer digitalen Quelle kommt und es wird auf Vinyl gepresst, auf eine Schallplatte, dann hört man manchmal, dass das eben von einer digitalen Quelle stammt. Wenn man hier gute Ohren hat, dann fällt einem das auf. Und so ist es auch hier. Das heißt, die Klangqualität ist sehr, sehr gut, aber man hört, dass es von einer digitalen Quelle stammt. Das soll aber das Paket insgesamt gar nicht schmälern. Auch hier haben wir wunderschön die Songs aus dem Film, jetzt erstmals in Stereo in guter Qualität, und das ist an sich auch schon den Kauf wert. Ja, kommen wir zum Gesamtfazit, liebe Freunde. Wir haben es vom Memphis Recording Service wieder mit einer tollen Veröffentlichung, mit 2 tollen Veröffentlichungen zu tun. Der Memphis Recording Service geht jetzt auch den Weg, den man jetzt bei Follow the Dream auch schon mal gegangen ist. Ich erinnere nur an die Box 72, und zwar die mit dem Buch, die jetzt im Herbst erschien. Da war es ja auch so, dass wir eine Mischung hatten aus Vinyl und aus CD, und Buch kam noch mit dazu. Der Memphis Recording Service macht es hier genauso. Wir bekommen also Vinyl und wir bekommen CD. Das empfinde ich jetzt als expliziter Schallplattensammler in keinster Weise als Nachteil. Ich habe natürlich auch einen CD-Player, vollkommen klar. Ich streame auch, also mir sind alle Medien vertraut, aber der Schwerpunkt liegt eben in Vinyl Veritas. Im Vinyl liegt die Wahrheit bei den Schallplatten, und so ist es auch hier. Aber das soll überhaupt kein Nachteil sein. 2 tolle Veröffentlichungen und vor allem die Welcome Home Elvis in dieser Soundqualität ein absolutes Muss. Dankeschön, toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, dass ihr zahlreich in die Kommentare wieder eure Meinung dazu reinschreibt. Ihr könnt auch mal reinschreiben, was würdet ihr euch denn als nächstes wünschen, entweder vom Memphis Recording Service oder von FTD. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, coming soon, hier bei mir auf dem Kanal, der Review zu dem Re-Release Moody Blue von Follow the Dream. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video. Ciao und Servus, euer Gerd. Long live the King.